herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Sorry Leute, ich habe mich ein bisschen damit verspätet. Ich hatte noch wieder andere Sachen zu tun und Aufgaben zu erfüllen. Gut, wir fangen drauf los an. Heute erstellen wir unsere Grasfläche, unseren Rasen für unsere Umgebung. Und wir werden Grashalme, Grasblätter erstellen, die wir dann später mit dem Partikelsystem zusammenfügen werden, damit wir eine große Rasenfläche erstellen können. Ja, fangen wir einfach so drauf los an. Wir gehen erstmal auf Frontansicht. Entschuldigung, so. Machen unseren Screencast ein. Schalten wir erstmal ein. So. Markieren alles mit A und löschen erstmal alles wieder. So, scrollen ein bisschen weiter rein. Erstellen eine Plane RX90. So, Tab auf Edit-Modus. Skalieren wir, soweit es geht, so klein. Okay. So, wie gesagt, das ist der Origin. Der Origin ist wie gesagt der Ankerpunkt unseres Objektes immer. Darüber ist der der Ankerpunkt für unsere Bewegung des Objektes, die wir später brauchen. Der sollte genau in diesem Punkt bleiben. Deswegen jetzt in Edit-Modus wollen wir jetzt unsere Grashalme erstellen. Wir ziehen das mal so hoch. So. So. Okay. Extrudieren. Bisschen rotieren wieder. So ungefähr. Okay. Extrudieren. Extrudieren. Rotieren. Extrudieren. Jetzt hier etwas skalieren. So. Vielleicht ein bisschen rotieren nochmal. So. Wieder skalieren. Wieder extrudieren. Und wieder skalieren. So. Okay. Dann mit Steuerung R einen Loop ziehen. Schnitt. Genau. So. Klicken wir diese beiden Vertices. Extrudieren. So. Ein bisschen runter. Rotieren. Extrudieren. Rotieren. Skalieren. Extrudieren und dann so einmal weiter. So. Dann noch ein Loop hier durchziehen mit Steuerung R. So ungefähr hier. Extrudieren. So. Extrudieren. Rotieren. Skalieren und immer so weiter. So. Okay. Hier nochmal ein Loop. So. Bisschen zu lang, bisschen kürzer. So. So. So, jetzt schauen wir uns das mal so an, wie das aussieht. Ich würde sagen, jetzt schalten wir mal das Proportional-Funktion an, proportional, klicken
Inverter ist das hier an. Und mit G bewegen wir uns mal ein bisschen weiter runter. So, mit dem Mausrad stellen wir die Größe ein des Radiuses, was wir jetzt runterziehen. So. Okay. Ja. Dann nehmen wir diese Spitze mit G. Bisschen weiter tiefer. So, zur Seite vielleicht. Okay. Dann nehmen wir den. Und Radius. So, okay. Das sieht schon mal eigentlich gut aus. So. Der ist mir etwas zu eckig. Ja, machen wir es mal ein bisschen, runden wir es mal ein bisschen ab. So. Der genauso. So. Jetzt schalten wir proportional wieder aus. Ich will hier noch einen Gashalm setzen, ungefähr hier. So, extrudieren, gleich skalieren, extrudieren, rotieren, skalieren, extrudieren und skalieren. So. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Jetzt ist unser Grashalm fertig, unser erstes. Das müssen wir natürlich jetzt ein bisschen abrunden. Was heißt abrunden? Wir werden einen Edge-Loop nochmal in der Mitte setzen und dann das Blatt ein bisschen hervorheben. Also Steuerung R. So, genau so. Klicken und loslassen mit der rechten Maustaste. Okay, Screencast wieder einschalten. So. Gut. Und jetzt wollen wir so. Na, okay. Wie gesagt, dass nur diese 1, 2, 3 Punkte angewählt sind. Komm, nehmen wir den auch noch mit. Das sieht, glaube ich, besser aus. So, und jetzt ziehen wir das bisschen mit der Y-Achse rüber. So. Okay. So, jetzt wollen wir natürlich für die restlichen Blätter auch dieses Edge Loop setzen. Da gehen wir Steuerung R wieder rauf. Nehmen wir diesen Halm. Drauf, linke Taste und dann rechts. So. Dann klicken wir nur diese Punkte und mit G, Y in die Y-Achse. So. Okay. Hier genauso. So. So. Die wieder deselektieren. G, Y. So. Genau. Hier noch einer. So. G, Y. So, das war zu viel. Okay. So. So, jetzt kommt unser Haupthalm, aber da ist so eine kleine Kick, das gefällt mir nicht so sehr. Den ziehen wir noch ein bisschen weiter hoch. So, damit wir okay. Steuerung R. Für unseren letzten Halm, den Haupthalm. So. Okay, das heißt, dass wir jetzt, ja, das können wir so belassen und jetzt ziehen wir das komplette Loop in die Richtung Y, ganz vorsichtig, so. Jetzt klicken wir nochmal diese beiden nochmal, ziehen das mal ein bisschen runter, ja, genau, okay.
So, sieht ja schon mal gut aus. Okay, wieder auf Frontansicht. So, jetzt wollen wir unsere Textur jetzt dafür einrichten. Gehen auf Shade Editor, New, Glas, Textur, Image, Gras, so, ziehen uns ein Fenster für unseren UV-Editor, genau, öffnen das Bild, die Textur dafür. Das Fenster brauchen wir nicht, das kann weg. So. Okay. Jetzt haben wir unser Halm fertig und jetzt wollen wir erstmal die Textur. Es ist sehr wichtig, dass ihr gleiche Textur für diesen Halm erstellt, weil wir dann viele Halme jetzt gleich duplizieren, sonst müsstet ihr für die ganzen Grashalme extra diese Textur legen. Das wäre aufwendige Arbeit. Das wollen wir nicht. Also, wir texturieren zuerst diesen Halm auf Edit-Modus, alles markieren, Unwrapping from View, Projekt from View. So, jetzt haben wir unser UV-Map auf diesem Bild gesetzt. Mit A markieren wir es, groß, skalieren, skalieren. Ja, das müsste eigentlich so ungefähr reichen. Okay. So, das heißt aber, jetzt haben wir wollen diese Blätter, diese Halme, längs, hochkant auf diesen Texturblättern, auf diesen Grasblättern aufsetzen. Fangen wir einfach mal mit dem Haupthalm an. C, deselektieren wir jetzt diese Seitenhalme weg, einmal wieder hoch, C, so. Jetzt haben wir nur noch aktiv diesen Haupthalm, den nehmen wir jetzt, klicken die Spitze, wie ihr seht ist das ja krumm, so und jetzt gehen wir auf Proportional Funktion, ziehen das langsam so rüber, okay, so mit Fingerspitzengefühl, mit dem Mausrad, so einigermaßen, dass es gerade ist. Genau. So, dann nehmen wir das Ding, die Spitze nochmal. So, dann drücken wir auf L, dann markieren wir unseren Objekt auch, setzen den mal hier rauf. So, jetzt können wir ein bisschen, ja, ziehen wir es mal so, ein bisschen länger hier. Mit dem Mausrad vergrößern wir unseren Kreis, genau, den schieben wir noch ein bisschen hier rüber, genau. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen zusammengequetscht. Das heißt, wir schalten wieder proportional aus und gehen mal ein bisschen näher ran und skalieren wir die Wirtungsgröße ein bisschen auseinander. So. So. So, genau. Jetzt gehen wir zu den nächsten Halmen. So, dann markieren wir noch diese beiden. So, jetzt haben wir diesen Halm markiert. Das sehen wir auch hier. Den genauso. Einmal gerade drehen. Ja, so ungefähr so. So, den können wir
hier hinsetzen. Oder komm, gehen wir auf diese Textur, auf diesem Blatt. Drücken wieder auf Proportionalfunktion. Vielleicht jetzt einmal drehen. So. Markieren mal alles und drehen das mal so. Genau. Die Spitze nochmal wählen. Und ein bisschen runter mit dem Kreis. Genau. So wollen wir es haben. Okay. Proportional wieder aus. Dann gehen wir mal auf drücken Alt-Taste und dadurch können wir jetzt eine komplette Linie wählen und den skalieren wir. Gehen wir ein bisschen näher ran. So, skalieren wir. So. Jetzt können wir das mit dem Proportional wieder einschalten und nach hoch ziehen. So, damit wir eigenermaßen die Fläche nutzen können von der Textur. Ja, genau so. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt gehen wir zum nächsten. So. Genau. Hier genauso. Einmal skalieren. Ups, ich habe gerade auf H gedrückt. Alt H. Nochmal C. Mit H können wir die Objekte alle verstecken. Auch vom Englischen H wie Hide. So, dann geht's weiter. Dann nehmen wir, glaube ich, den hier. Diesen Grasfläche. Grasblatt. Okay, proportional ist eingeschaltet. Wir drehen die ganze Sache. Jawohl. Perfekt. So. Und jetzt mit G ziehen wir das in die Länge. Ja, das sieht ja gut aus. Den anderen vielleicht ein bisschen weiter runter. So, das gefällt mir. Okay. So, jetzt geht's weiter. So. Drehen. Dann nehmen wir den selben Grasblatt. So. Dran denken. Proportional wird eingeschaltet bleiben. Ja, mit dem Mausrad ein bisschen rumspielen, damit man... Ja, perfekt. So. R, Z, E und... So. Okay, jetzt könnten wir auch mit Alt die Linie markieren und ein bisschen nach rechts, damit wir was von der Textur des Grasblattes mitnehmen können. So ungefähr, okay. So. Genau. Dann gehen wir zum letzten Grasblatt. Markieren die Vertices. Okay. Den drehen wir. Und jetzt wieder auf H gedrückt. Sorry Leute. So, nochmal markieren. So, C und so. Den müssen wir hier mit einsetzen. Genau. Proportion einschalten. So, genau. A. Skalieren wir. Leichte Drehung. Genau. So. Okay. So. Okay, jetzt haben wir unsere Textur auf diesem Objekt abgelegt. Dann schauen wir uns mal, wie das aussieht. Doch, das ist in Ordnung. Gehen mal kurz auf. Nehmen wir mal
So können wir es übernehmen. Okay. So, jetzt haben wir unsere Textur jetzt hier abgelegt. Unser Objekt ist jetzt, erster Halm ist jetzt fertig. Wir werden gleich mal wieder unseren Ordner benennen. Gras. Set. So. Gras. Ja. 0, 1. So. Genau. Wir fangen mal an, jetzt diesen Gras zu verformen. Wie ihr seht, es ist flach. Das wollen wir natürlich nicht. Proportional wieder einschalten. Ja, klicken wir die Spitze und gehen auf X. Y. So, vergrößern mit dem Mausrad. Und jetzt so leicht drüber. So. Ja, den vielleicht so. Okay. Jetzt ein bisschen krumm. Den drehen wir. Dann nehmen wir diese Spitze. So. Ungefähr so. Das sieht mir so ein bisschen krumm aus. So. Und vielleicht ein bisschen skalieren. So. Dann nehmen wir das Stück. Gehen wir auf die linke Seite. Den ziehen wir mal ein bisschen runter. So. Genau. Den ganzen Grashalm ein bisschen seitlich weg. So. Genau. Und den hier rüber. Genau. So. Jetzt setzen wir das so mittig. Okay. So. Alles klar. So, unser erstes Halm ist fertig. Genau. Jetzt wieder Front. Duplizieren wir das Objekt und ziehen das zur Seite. Das ist dann gleich, benennen wir gleich sofort. So, Gras 2. Okay. Was machen wir jetzt? Die sollen ja nicht alle gleichzeitig aussehen. Jetzt können wir an diesem Objekt was ändern. Wir gehen mal auf Edit-Modus und nehmen mal zum Beispiel diese Vertices, diesen Halm und entfernen es. So. Genau. Jetzt markieren wir das Ganze, rotieren das einmal um die Z-Achse. So. Nehmen wir die Spitze hiervon, scrollen wir schön runter, genau, und dann von oben etwas gesehen, rotieren wir das wieder auf der Z-Achse, genau, schieben wir das mal ein bisschen in die Mitte. Das hier einfach, ihr müsst versuchen, dass jeder Halm, jeder Grashalm, wie gesagt, gegenüber dem anderen bisschen unterschiedlich herauskommt. Da habt ihr freie Wahl, da müsst eure Fantasie ein bisschen ausspielen, damit ihr genau eigenermaßen, damit es in der Natur realistisch aussieht. So, ein bisschen Veränderung hier. Ja, so. Genau. Okay, den können wir ein bisschen runterziehen. So. Genau. Okay. Jetzt markieren wir wieder diesen Objekt, selektieren den. Shift D, noch ein. So. Den benennen wir jetzt mit 3. Und wieder dasselbe Prozedur. Jetzt nehmen wir mal das hier und nee. Genau. So.
Jetzt hier genauso. A, alles markieren. Einmal so leicht 90 Grad drehen auf der Z-Achse. So, wichtig ist, der Origin, der ist ja jetzt ein bisschen vom Halm entfernt. Den ein bisschen rüberziehen, dass er einigermaßen noch drüber steht. Ja, das ist in Ordnung. Etwas hier. Genau. Okay. So, jetzt können wir hier nochmal etwas hier rüberziehen. So, weiter runter. So. Okay. So. Doch, völlig in Ordnung. So. Okay, den Mausrad ein bisschen klein setzen. So. So ungefähr. Genau. Ja, sieht gut aus. Okay. Den ersten wieder markieren. Shift D. Und den vierten gleich benennen. Immer wichtig, dass ihr alle eure Projekte benennt. Mit Namen versehen. Weil das ist für später sehr wichtig, damit ihr nicht durcheinander kommt. Okay, dann wollen wir mal den hier. So. Entfernen. Markieren. Oh, so. Ja, drehen wir mal komplett mal in eine andere Richtung. Okay. So ungefähr. Ein bisschen mehr. So rotieren. Genau. So, den ziehen wir mal so. Okay. So. Den ein bisschen weiter hoch. Etwas hier rüber. Ein bisschen drehen. Genau. So. Den nehmen, bisschen drehen. Nach oben vielleicht ein bisschen. Okay. So. Okay. Jetzt haben wir 4 Halme fertig. Ich glaube, wir sollten... Doch. Wir werden jetzt alle markieren. Alle 4 Halme. Duplizieren alle. Und schieben das einmal auf der Y-Achse rüber. So. Jetzt gehen wir jeden einmal Halm. Und drehen das in entgegengesetzte Richtung. So. Genau. Ziehen das nur. So. Okay. Rotation ausschalten. So. Skalieren wir das ein bisschen runter. Genau. Der genauso. Entgegengesetzte Richtung. Vielleicht mit skalieren wir den mal auf Z, auf S, skalieren auf X minus 1. So, dadurch haben wir es spiegelverkehrt skaliert. So, vielleicht noch wieder verkleinern. So. Komm, den drehen wir noch etwas, dann machen wir noch was. Einmal Proportion einschalten wieder. So. So. Okay. So, jetzt klicken wir den an. Erst drehen wir den auf der Z-Achse. So. Wählen 1.
Und jetzt vielleicht drehen wir. So. Genau. Den letzten. Drehen. Edit-Modus. So. Und jetzt. So ungefähr. So. Alles klar. Jetzt haben wir 8 Grashalme fertiggestellt. Okay. So. Jetzt markieren wir mit B Box Select Objekte und ziehen das mal hier rüber. So. Ein bisschen weiter weg, weil wir brauchen gleich Platz. Okay. Jetzt ist es wichtig, jeden einzelnen dieser Grashalme die Rotationen und die Skalierung zu übernehmen. Das brauchen wir jetzt schon. Steuerung alles anklicken, Steuerung A, skalieren. So, das prüfen wir mal kurz. Drücken N, Item, so, schauen hier die Skalierung, die muss auf 1 Einheit stehen. Klicken wir alle mal an. Ja, hat er übernommen. So, aber die Rotation hat er nicht übernommen. Die Rotation brauchen wir auch. So, Steuerung A, dann nehmen wir gleich Rotation und Skalierung. So, dadurch haben wir jetzt die feste Basis dieser Objekte festgenommen. Okay. So, jetzt geht's weiter. Wir erstellen jetzt eine Plane. So, unser Plane. Die Plane. Stopp. Das ist unsere Plane, die muss aus unseren Kollektionen heraus. So. Sonst geht das nicht. So, die Plane werden wir jetzt unterteilen. So. Subdivide. Ja, machen wir mal 50 oder 80. Ja, 80. So. Okay. F7 auf Top View. Vertex Paint. Mit F skalieren wir unser Pinsel. Ungefähr. So. So. Moment. Achso. Einmal Weight hochziehen, damit wir überhaupt malen können. So. Ungefähr hier. Ja, genau, das reicht. Alles klar. So. So, dass wir das. Wir machen mal einen zweiten Fenster. So. Und einmal zu unseren Gräsern. So. So, wir erstellen uns zwei Fenster, wo wir einmal die Grashalme haben. So, erstmal mit N die Seitenfenster weg. So. Okay. Jetzt setzen wir ein Partikelsystem auf diese Plane und nutzen die Grasflächen als unser System hier rein. So, das bedeutet einmal her. So. Wir gehen erst auf 100 runter. Das reicht erstmal für uns. So, dann gehen wir auf Render. Render. Path. Kollektion. Instance Collection. Grass Set. So, jetzt haben wir unser Grass Set hier. Bevor ich noch weiter immer berichte, wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr die Rotationen und die Skalierungen von diesen Grashalmen
alle einmal applied. Nochmal anklicken, Steuerung A, alle Transformation oder Rotation und Skalierung einmal übernehmt. Das ist wichtig. So, okay, jetzt gehen wir uns wieder auf unseren Plane. So, da sehen wir unseren Grass Set, diese 8 Grashalme jetzt verteilt auf unser Plane. Aber wir haben einen Vertex Group gesetzt mit Weight Paint. Nehmen wir den. Genau. Okay, wir müssen mal näher ran. So. Als nächstes, ja, dann machen wir mal wieder unsere Rotation. Oh, einmal das hier einschalten bitte. Advanced. So, Rotation. Das brauchen wir auch. Jetzt liegen die Pflanzen, die Grashalme flach, wie ihr seht. Den setzen wir auf Object Z. Y, Entschuldigung. Objekt Y. Okay. So, jetzt verteilen wir den mal ein bisschen. So, Randomize. So. Ja. So. Jetzt eine Phase. Okay. Ein bisschen weiter entfernt, damit wir überhaupt was sehen können. So. Okay. So, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir dieses Grasgebüsch jetzt ein bisschen kleiner skalieren. Aber ich will das nicht hier skalieren, sondern bei unserem Grass Set. Dann klicken wir den Ordner hier, unseren Grass Set. Select Objects. Jetzt haben wir die alle skaliert. Und skalieren den einfach ein bisschen. Ja, genau. So. Sieht gar nicht schlecht aus. Oh. Crazy. Very crazy, Leute. Sieht gut aus. Okay. Gut. So. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt haben wir 100. Was passiert, wenn wir 200 setzen? Okay. 200 sieht auch sehr gut aus. So. Speichern. Assets. Grass. So, abspeichern. Okay. So, jetzt haben wir unseren ersten Grass Setup erstellt. So ein kleines Gebüsch. Und jetzt wollen wir von diesem Objekt mit der Plane duplizieren. Wir wollen mehrere erstellen, damit wir später in unterschiedlichen Größen eine Grasfläche haben. Das wirkt viel realistischer. So, klicken wir unseren Plane an, Shift D, schieben das zur Seite. So, okay, jetzt gehen wir zu unserem Partikelsystem. Jetzt haben wir hier 0 und 1. Wir drücken jetzt einmal kopieren. Dadurch haben wir ein neues Partikel-Setup. Dadurch wird der andere nicht beeinträchtigt. So, jetzt gehen wir hier mal auf, ja, setzen wir mal 100. So. Dann bewegen wir den mal ein bisschen bisschen weiter Spitze. Skalieren den. Oh, zu viel. So ungefähr. So, ein bisschen random. Ein bisschen breiter. So.
Oder doch, skalieren wir den ein bisschen größer. So. 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 So ungefähr. Genau. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Genau. Okay. Genau. So. Jetzt skalieren. Wir duplizieren jetzt diesen Plane noch einmal. So. Okay. Partikelsystem. Kopieren. 02. Da gehen wir wieder auf, ja, sagen wir 70. Machen wir mal anderen Seed. Ja. Haben wir eine andere Variation. Und jetzt gehen wir wieder auf Randomize. So. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, ungefähr so. So. Doch, so ist es in Ordnung. So können wir es nehmen. Gefällt mir. Vielleicht skalieren wir den etwas. Bisschen kleiner. So, noch ein bisschen. So. Okay. Shift D. So. So, was machen wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 kleine Gebüsche. Und den wollen wir vergrößern. Den wollen wir vergrößern. Ja, das heißt, wir klicken die Plane an, gehen auf Front View, Top View, Entschuldigung, Top View. So, gehen auf Weight Paint. So. Mit F den Pinsel ein bisschen vergrößern. Und jetzt wollen wir mal die Fläche etwas größer machen. Ja, so. So. Jetzt müssen wir natürlich dementsprechend die Menge erhöhen von den Grashalmen. 200. So. Genau. Okay. So, jetzt. Genau, so. Jetzt sieht es gar nicht gut aus. Okay. Hier genauso. Wir markieren alle Planes. Shift D. Rechter Mausklick, einmal loslassen und einmal auf der Y-Achse rüberziehen. So. Wir klicken wieder den zuerst. Können wir 3 lassen. Lassen wir so. Die Bezeichnung könnt ihr so übernehmen. So, das heißt, jetzt wollen wir hier mal wieder 120, ändern wieder ein bisschen Menge. Ja, dann ein bisschen hier rüberziehen. So. Bisschen vielleicht skalieren. Okay. Bisschen Phase setzen. Bisschen größer. So. Genau. Okay, sieht gut aus. Zum nächsten. Kopieren. 04. So, den wieder auf 60. Dann nehmen wir mal einen anderen Seed. So. Genau. Den wollen wir dann ein bisschen
so, genau. Hier. So. So. Bisschen verdrehen. So. Okay. So, dann gehen wir unseren letzten. Kopieren. Es ist immer wichtig, jeder Plane sollte sein eigenes Partikelsystem haben. So, jedes Mal, wenn ihr auf Kopieren drückt, erstellt er ein neues System. Ja? So, hier genauso. Machen wir mal hier 100. Dann machen wir mal Seed. So. Randomize. So. Ja. Ein bisschen kleiner. So. Ja. So, das reicht, denke ich mal. Okay. Jetzt haben wir unseren Grasgebüsch sozusagen fertig. Es ist aber immer noch ein Partikelsystem drauf. Den können wir so für unser Projekt nicht einsetzen. Das heißt, wir müssen das konzentrieren. So, das heißt, wir gehen jetzt auf unseren einer dieser Planes. Fangen wir erstmal an. Dann gehen wir auf Convert. So, wir klicken unsere Plane. Wir wollen diese Partikelsystem jetzt konvertieren zu einem Mesh, damit wir das als Kollektion in unser großes Projekt einfügen können. So, wie gesagt, die Plane anklicken, Convert. So, Tab, Plane, mit L markieren wir unser Plane und löschen wir. So, jetzt haben wir diesen Mesh. So, wir kopieren oder einmal Box Select, nehmen wir alles. So, einmal skalieren, nicht, dass wir was. Doch, ist alles markiert. Genau, wir markieren das Ganze. Object, Relations, Single User, Object Data. So, jetzt können wir das Ding löschen. Jetzt haben wir sozusagen unsere Object Data. So haben wir unseren Partikelsystem konfiguriert und jeden einzelnen Halm könnten wir jetzt so frei bewegen. Ne? Das ist unser Ziel. Jetzt können wir das auch als Partikelsystem später nochmal ins Projekt einfügen. So, jetzt klicken wir natürlich, ich mache das jetzt mal, ich pausiere das Video jetzt und werde das jetzt für alle anderen übernehmen. Also hier zeige ich es nochmal. Wir konzentrieren. Edit-Modus, Plane markieren, mit L, entfernen. So, das System haben wir jetzt schon mal für diese Plane gesetzt. So, jetzt haben wir das Objekt und den können wir löschen. So, weil wir dieses Mesh brauchen. Das andere ist vom Partikelsystem erzeugte Cursor und das ist unser Mesh. So, wir können nochmal ranzoomen mit Komma. Moment. Ich habe das falsche gelöscht. Einmal zurück, zurück und zurück. So. Das müsste es gewesen sein. Schauen wir nochmal. Genau, ich hatte das falsch gelöscht. Also, das ist jetzt ein Mesh durch unser Partikelsystem erzeugt. Genau. So, und das erstellen wir jetzt für unsere anderen Planes auch. Ja? Hier pausiere ich das erstmal und dann könnt ihr das selber auch für die nächsten Planes tun. Bis nachher. So.
Unsere Planes, unsere Grasgebüsche sind alle konfrontiert. Jetzt müssen wir noch jeden einzelnen Gebüsch in einem Mesh verbinden. So, das heißt, die beiden hatte ich schon ersetzt. Dann klicken wir jetzt den. So, mit B Box Select, damit wir alles markieren. Hier könnt ihr die Transparenz nochmal wählen, wenn ihr sicherheitshalber doch als gewählt. Object, Relation, Make Singular Object Data und Steuerung J. Oh, Entschuldigung. Einmal Screenshot einschalten. So. Hier rüber. Box Select. Alles markieren. Object. Relation. Steuerung J. So. Object. Relation. Data. Und Steuerung J. So. B. Select. So. Steuerung J. Object Relation, make single use object data. Und Steuerung J. So. Okay. Jetzt haben wir 8. Haben wir den vergessen? Oh ja, den haben wir vergessen. Object, Relations, Data, Steuerung J. So, jetzt schauen wir uns mal nochmal an. Genau. So. Unser Gebüsch, Grasgebüsch, Grasflächen sind fertig. Jetzt wollen wir mal das testen. Wir wollen das mal. Wir speichern das erstmal. Speichern. So. Neu. Löschen wir den Würfel. Das können wir erstmal anlassen. Okay. Eine Plane. Gehen auf Front View. So, ein bisschen vergrößern. So. Wir markieren, selektieren die Kamera. Steuerung Alt 0. So snappen wir die Kamera sozusagen auf unsere Ansicht, die wir haben. Genau. Gehen wir ein bisschen näher ran. Ja. So. So. Genau. Vergrößern mal ein bisschen die Plane. Sorry Jungs. Screencast wieder an. So. Okay. Ja. So. Okay. Edit-Modus. Jetzt subdividen wir die Plane auf 60. Genau. Klicken eine Plane an. Schalten die Proportionalfunktion an. GZ. Vergrößern wir das mal ein bisschen. So. Ups. GZ. Ganz hinten nochmal. So, hier machen wir eine Vertiefung. So ungefähr. Okay. Hier noch etwas. So. Okay, jetzt haben wir so eine unebene Fläche gemacht. Die shaden wir mal. So. Jetzt gehen wir auf Partikelsystem. Bevor wir das aber machen, jetzt bauen wir mal unseren Append da. Append. Wir sind schon
Grass, unseren Ordner, die Datei GrassBlend, unsere, die wir erstellt haben. Dann gehen wir auf Collection. So, jetzt haben wir diese beiden Collection. GrassSet, das sind die einzelnen Halme, die wir hatten. So, und das ist unsere Halme durch ein Partikelsystem erzeugt, unser Grasgebüsch. Den wählen wir an, klicken dort zweimal drauf und schon haben wir unser Grasgebüsch hier im Projekt. Jetzt gehen wir mit G, Z, ziehen das mal runter, die brauchen wir noch nicht zu sehen. Klicken unser Plane, Partikelsystem erzeugen, her, ja, machen wir erstmal 50 Stück, erstmal, damit das nicht zu viel aussieht. Drücken auf Advanced, Render, Path, Collection und wählen unser Partikelsystem. So, okay, jetzt haben wir auf unserem Plane unser Gras. Jetzt wollen wir den ein bisschen vergrößern, drücken dabei Shift, so, ungefähr, okay, so, jetzt machen wir mal 1000. Scheint doch ein bisschen zu groß zu sein. So, aber jetzt drücken wir auf Rotation. Wenn ihr genau hinsieht, das Gebüsch, das Grasgebüsch, ist um 90 Grad gewinkelt. So, runter. Da müssen wir auf Object auf Y-Achse setzen. So haben wir unser Moment. Normal Tangent. So. Wenn ihr auf Normal Tangent setzt, dann wird es von der Fläche, der Normal, der Fläche auf der Plane angesetzt. So, ihr seht das ja von der Verformung her. So. Jetzt gehen wir mal wieder auf Kameraansicht. So. Das ist die Rotationansicht der Normal von der Plane, und wenn wir der Objekt, so können wir die Y-Achse des einzelnen Objektes anwählen, auf seine eigene Achse. Dann ändert sich das Rotationswinkel. Das ist völlig egal, wie die Plane aussieht. Die Pflanze, der Gebüsch bleibt auf seiner eigenen Achse. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen auf Normal Tangent, oder wir können auch den Normal nehmen. So. So sieht es besser aus. Genau. Okay. Jetzt gehen wir auf einmal Ansicht. Wählen mal diese Markierung hier, damit wir unsere Markierungslinien mal absetzen. So. Genau. Okay. Jetzt gehen wir mal auf Children. Mit Children erzeugen wir einfach mehrere als Duplikat sozusagen, aber scheint nicht so gut auszusehen. Ich werde mal den Radius verkleinern. Ne, das sieht hier nicht gut aus. So, den Radius randomize. Okay, dann machen wir es doch anders. Wir gehen mal hier auf die Menge. So. Skalieren den auf 2. Okay, das ist zu viel. 100. 150. Genau. Random Scale. So. Seed. So. Doch, das sieht eigentlich gut aus. Damit können wir was machen. Wir setzen noch mal ein bisschen kleiner. Object Data, wenn wir das so wählen. Okay. So, dann nehmen wir mal Seed. Ihr müsst da selber mal ausprobieren, welche Variation ihr nehmen könnt. Kommt auf eure eigene Umgebung an. Ja,
wie weit ihr davon geht. Also ich habe zum Beispiel die ganze Fläche jetzt genommen. Ihr könnt auch nur die Kameraansicht. Ihr könnt auf dieser Plane eine Vertex Paint machen und dann nur auf dieser Fläche, wo die Kamera schaut. So, das kann ich auch nochmal zeigen. Dann gehen wir mal kurz hier drauf. Klicken wieder auf die Plane. Dann machen wir White Paint. So. Und sagen so. Okay. So. So, jetzt haben wir ein Vertex Paint auf diese Plane gemacht, aber ich glaube, wir machen das mal anders. Gehen auf Transparent Modus. So. 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 Jetzt haben wir ein Vertex Paint auf diese Plane gesetzt. Das heißt, wir könnten jetzt, die ist automatisch erzeugt, im Vertex Group reingehen. So, jetzt haben wir genau nur die Fläche, da wo wir es bemalt haben. Dann gehen wir mal wieder da drauf. So, jetzt gehen wir auf User Account. Jetzt seht ihr die einzelnen Grasgebüsche. Jetzt nehmen wir jetzt zum Beispiel den ersten. Sagen wir, davon brauchen wir 5 Stück. Hiervon brauchen wir 3. So, ihr merkt, wie sich diese Variationen gerade hier ändern. Auch 3. Dann machen wir hiervon 10. Und hier auch 5. So, jetzt haben wir hier eine gewisse Rotation, die mir nicht so gefällt. Klicken auf Object Rotation. So, jetzt gehen wir auf Randomize. So. Genau, jetzt müssten wir ein bisschen kleiner setzen. Genau. Das sieht ja eigentlich schon gut aus. Jetzt könnten wir nochmal eine andere Variation wählen, die mir gefällt. So, machen wir mal 5000. Okay. So ungefähr. So. Jetzt schauen wir das mal. Geben wir uns eine Umgebung. Environment Setup. Nehmen uns ein Bild. Nehmen wir 4K. So. So, die Plane, geben wir mal eine ganz normale Farbe erstmal, was Dunkles. Wir wollen ja nichts Großartiges hier sehen, wir wollen nur die Grasfläche mal gucken, wie das aussieht. Okay.
schicken wieder unser Plane. Partikelsystem. So. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal das auf Cycles an. Steuerung B. So, jetzt haben wir unsere Glasfläche fertig und ich habe schon mal, wie ihr seht, unsere Glasfläche mal angewählt in unser Partikelsystem hier rein und eine von unseren Glasflächen mal angewählt und mal ein bisschen mehr Glanz, also den Glanz Roughness, ein bisschen runtergesetzt, Roughness. So, ja, genau, weil unsere Glasfläche ist auch leicht feucht, ne? So, eine leichte Feuchtigkeit ist da drauf und einen gewissen Glanz. So, jetzt haben wir Specular, dann setzen wir noch ein bisschen höher. Genau, ja, so gefällt mir das. Zu Materialien. Wir werden am Ende des Projektes erst mit den Materialien arbeiten, wenn wir unser Lichtsystem, unsere Sonne, alles erstellt haben. Dann werden wir näher in unsere Materialien eingehen, weil jetzt ist es noch zu früh, damit zu starten. Deswegen wollen wir erstmal, wie gesagt, Kapitel 1, erstmal nur unsere Assets erstellen. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn Fragen sind, wie gesagt, in die Kommentare. Ich versuche, so weit wie möglich euch zu helfen, die Fragen zu beantworten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt mir mal ein Feedback und einen Daumen hoch. Und wer das zum ersten Mal sieht, abonniert mich. Ich mache, wie gesagt, weiter und ich hoffe, dass euch das alles so, sag mal, gefällt. Alles klar, das war's auch schon. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.